Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns seit sehr langer Zeit mal wieder hier auf W50, auf meinem Krieger, der jetzt mittlerweile schon Stufe 511 erreicht hat. Bin ich sehr stolz drauf. Die Stats bewegen sich auch in eine sehr gute Richtung. Wir haben mit dem Stärke-Attribut bald die 100.000 Stärke erreicht. Das ist sehr nice. Sind ja mehr oder weniger konstant in den Top 30 unterwegs. Mal auch ein bisschen niedriger, mal ein bisschen höher. Das ist immer ziemlich random und schwankt auch ziemlich noch, da die Konkurrenz auf W50 ja auch nach wie vor ziemlich hoch ist. Aber das Ganze sieht ja doch ganz gut aus, sag ich mal noch. Aber mal schauen, wie lange sich das noch hält, denn die Leute... was passiert denn jetzt hier, Digga? Okay. Ja, da die Leute ja Dungeon-Pause gemacht haben, oder viele zumindest Dungeon-Pause gemacht haben, ja, hauen die mir natürlich statpunkt-technisch mehr oder weniger weiter immer konstant auch ab. Ne? Und mal schauen, wie sehr sich das auch in Zukunft weiter bemerkbar machen wird. Und ja, ansonsten mit der Gilde, mit der Holzfällerhütte bin ich nach wie vor immer noch sehr zufrieden. Ihr seht auf jeden Fall, die ja, Aktivität ist noch nach wie vor vorhanden so, ne? Und das klappt auch alles ganz gut. Hier und da müssen wir immer mal ein paar Leute auswechseln, was immer mal passiert, weil immer mal ein paar Leute inaktiv werden oder ja, wechseln jetzt eigentlich eher weniger. Also, dass jetzt irgendwie Leute die Ambition haben, von der Holzfällerhütte in eine höher liegende Gilde zu wechseln, das muss ich sagen, ist jetzt eigentlich eher weniger der Fall. Das ist tatsächlich besser geworden. Das war früher anders. Früher sind viele aus der Holzfällerhütte in höhere Gilden gewechselt. So. Wenn wir jetzt Leute entlassen müssen oder beziehungsweise halt austauschen müssen, dann eigentlich eher so wegen Inaktivität oder dass sie halt eben den Reiz an Shakes and Fidget oder so verloren haben, aber jetzt nicht mehr deswegen, weil sie jetzt irgendwie höhere Ambitionen haben, in einer besseren Gilde zu spielen. Also das ist jetzt nicht der Fall. Wir sind eine eigenständige, sehr gute Gilde und ja, haben uns hier eigentlich in den Top 10 nach wie vor sehr gut etabliert und können unseren Platz 5 immer noch weiterhin gut halten, auch wenn die Konkurrenz natürlich nicht schläft. Ne? Platz 1 bis 4 ist immer noch so unter sich, eine eigene Liga, aber ja, ab Platz 5 geht es dann halt los. Wir sind immer noch so ein bisschen abgeschottet von dem Rest hier der Leute, aber halt eben mit einem deutlich niedrigen Abstand als zu Platz 4. Ne? Genau, und ich habe lange Zeit keine Dungeons mehr gemacht hier auf dem Char und es wird Zeit, das aufzuholen und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Dungeon auch heute besiegt, denn es ist wirklich schon lange Zeit her, dass ich hier Dungeons gemacht habe auf dem Account. Ich hebe mir das immer so ein bisschen auf, gerade jetzt in der aktuellen Phase muss ich ja sagen, alles was jetzt jenseits von Stufe 500 ist, ja, da besiegt man jetzt nicht mehr allzu viel. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, was SF-Tools ausgespuckt hat. Und zwar haben wir hier doch einige Prozente jetzt mittlerweile, weil wie gesagt, wir haben ja jetzt auch gute Statpunkte in der Zwischenzeit gemacht. Und wir gucken einfach mal rein. Wir starten mit dem Express. Da haben wir Lucius, der sollte eigentlich schon fast First Try sein hier. Wir gucken mal vorher nochmal einen kleinen Kontrollblick, bevor man in die Dungeons geht, dass auch die Begleiter hier alle ja, ausgerüstet sind, beziehungsweise alle Verzauberungen drauf haben. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier Lucius vielleicht auch besiegt bekommen. Ja, wir pilzen mal ein bisschen rein und schauen. Mit ja, fast 15% hätte ich eigentlich gedacht, dass der ein bisschen schneller hier von der Hand geht, aber ein bisschen hat er auf sich warten lassen. Und damit haben wir hier auch den ersten Gegner, den wir streichen können. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen schwieriger bei den nordischen Göttern. Hier müssen wir hin. Das ist dann der nächste auf unserer Liste, den wir jetzt abhaken mit einer fast 3%igen Chance. Also schon schwieriger, aber definitiv noch machbar. 3% kann man mitnehmen, denn danach der Gegner Ymir hat schon wieder 15% und das ist dann schon wieder fast ein Free Try.
Das heißt, wenn wir den hier aus dem Weg geräumt kriegen, dann sollte der nächste Gegner auch kein Problem sein. Ja, ich sag mal, mit den Dungeons, die wir jetzt hier offen haben und mit den Prozenten, die wir jetzt hier für die Dungeons tatsächlich haben, die ja wirklich nicht schlecht sind, ist das hier schon fast so wie eine zweite Dungeon-Pause, die wir jetzt auflösen, weil wir hier jetzt ja wirklich auch gute Erfahrungen bekommen jetzt dadurch. So, damit können wir den hier auch streichen und somit ist Yimi der nächste Gegner. Hier ein Bersi, der jetzt schon fast down ist durch unsere Kunigunde. Und ja, mal schauen, ob wir hier Ymir gleich First Try besiegen können. Falls er uns jetzt keine fette Combo reinhaut, tut er nicht. Und den besiegen wir dann und haben 300 Millionen an Erfahrung bekommen. Gucken, können wir hier was mit anfangen? Nicht wirklich. Lohnt sich jetzt nicht. Auch hier minus 1,337, sehr schöne Zahl an der Stelle. Tauschen wir aber auch nicht aus. Was wir aber machen, ist jetzt hier den Gegner... Huch, oh Gott, jetzt haben wir hier einen kleinen... kurz aus der Szene getappt hier. Nordische Götter. Zack, den haben wir jetzt auch besiegt dadurch denn. Und können uns dem nächsten Gegner widmen. Der nächste Gegner wäre jetzt quasi in der Dauerschleife der Idole der Unge. Ja, mal schauen, ob wir den hier die Folge auch besiegt bekommen. Oder ob der uns noch ein bisschen hier aufhalten wird. Ja, an die Gegner hier habe ich mich ja noch gar nicht getraut hier, an die ganzen YouTuber-Gegner. Vielleicht hebe ich mir die auch noch ein bisschen auf und mache die mal in einem Extra-Video. Ich weiß es nicht. Vielleicht spare ich mir die so ein bisschen. Ich glaube, so viel XP bringen die auch sowieso noch nicht, ne? Wir können aber mal dafür ins Playa-Hauptquartier reingehen. Und schauen mal, ob wir hier jetzt den Andreas besiegen können. Grüße gehen raus hier an der Stelle. An den Zeichner und Kolorierer von Shakes & Fidget. Beziehungsweise halt eben, ne? Also jetzt nicht der Urzeichner, das ist ja hier halt Marvin Clifford und Oscar Panier, aber der sich jetzt aktuell für das Design von Shakes & Fidget beschäftigt, beziehungsweise beauftragt ist. Genau, und wenn der fällt, dann fällt auch der nächste mal wieder, logischerweise. 512 haben wir erreicht und damit haben wir hier auch ihn aus dem Weg räumen können. Und ihn können wir hier damit auch gleichzeitig abhaken. Und ihr seht hier, der Marvin, der ja, sollte jetzt hoffentlich auch kein Problem darstellen. Also was ist denn da los? Ja, einfach mal ein 3 Milliarden Crit hier reingehauen. Mal schauen, ob das jetzt... WTF, okay, nächster Try. Ja, Marquardt haut hier auch gut rein. Ja, im Prinzip ist jeder Gegner hier One-Shot, ne? Es ist jeder von meinen Begleitern hier One-Shot. Also müssen wir drauf aus sein, dass hier unser Marquardt auch gut rein krittet. Mal schauen, jetzt Marquardt. Kunigunde. Ja, und ich kann da auch nicht viel machen. Also, alle Welt schaut auf Marquardt. Das war ein guter Crit. Jetzt Kunigunde Crit. Jawohl. Und jetzt ich nochmal einen Crit rein. Und dann ist er down. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt hier. Und können damit das Playa-Hauptquartier abstreichen. So. Und da haben wir doch schon mal ein paar Gegner besiegt hier. Das ist doch schon mal ganz nice. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hebe ich mir so ein bisschen die ganzen Dauerschleifen-Gegner auf. Die können wir dann vielleicht in ein extra Video machen oder so. Jetzt können wir aber nochmal hier in den, wie heißt der hier? Zauberschulen-Express. Jetzt wird es aber langsam schon haarig, denn jetzt haben die Gegner nur noch 1% Chance zu liegen. Da muss man schon ein paar mehr Pilze investieren. Muss ich mal gucken, ob es mir jetzt das hier wert ist auf dem Account. Weil, wie gesagt, jetzt tut sich eh nicht mehr viel, aber wir kriegen ihn tatsächlich noch. Ging sogar noch einigermaßen von den Pilzen her. So, damit können wir den streichen. Hier wäre dann wieder einer aus der Dauerschleife. Und hier könnten wir den Ascheberg mal probieren. Der hat auch knapp 1%. Und dann würde der nächste hier auch noch gute Chancen haben mit fast wieder 2. Wir probieren es mal ein bisschen und dann haben wir aber hier eigentlich ganz gut heute durchrasieren können. Also schauen wir mal in den Ascheberg rein. Wir geben ihm mal ein paar Tries. Oha, ja, die sahen aber schon sehr gut aus, die Tries hier gegen die untote Armee. Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausbauen. Alter, die sehen ja alle sehr gut aus, die Tries hier, ne? Holy shit. Jo,
Die sind alle so auf einem Level so ungefähr. Da muss nur mal ein bisschen, noch ein Fünkchen Glück, aber die sahen alle sehr easy aus, oder? Also die Tries waren wirklich, also sah jetzt wiederum nicht aus wie 1%, ne? Dadurch können wir jetzt aber auch den nächsten gleich legen hier. Und dann haben wir echt gut abgeräumt heute. Kundschafterwaffe 1,8, ja, nee, die Spanne ist mir denn da dann doch ein bisschen zu schlecht. Ja, dann probieren wir gleich mal hier die Karantel aus, ob die dann hier auch gleich liegt. Die jetzt eigentlich müsste ja, doppelt so easy sein. Also, ne, der davor hatte 1%, der hat jetzt knapp 2%. Ja, ist Glückssache. Macht wahrscheinlich nicht viel aus, denke ich mal. Aber den sollten wir noch mitnehmen. Und eventuell war das denn hier der letzte Gegner für die heutige Episode. Da haben wir wieder ganz guten Progress gemacht heute hier. Und ja, haben, glaube ich, knapp 2 Level gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit dem 8 Dungeon-Gegner besiegt. Auf 500 plus. Das ist schon echt viel für die Stufe, sag ich mal. Und wir haben noch ein bisschen Potenzial, da wir halt eben in der Dauerschleife noch ein paar Gegner eventuell verprügeln können. Aber wie gesagt, da gucken wir mal in Zukunft, dass wir da eventuell extra nochmal reingehen in den Dungeon. Jetzt zählt es erstmal hier die einzelnen Dungeon-Gegner hier auch beiseite zu räumen. Ja, was soll ich sagen? Das ist wieder typisch, ne? Also der davor sollte deutlich schwieriger sein als der hier und der macht uns jetzt wieder das Leben zur Hölle. Wollte ich gerade sagen. Hier kann ja wohl nicht angehen hier. So, damit haben wir den auch besiegt und haben hier den auch abgehakt. Die Gegner hier werden mir zu haarig, das sage ich euch so, wie es ist. Für diese Prozente, da try ich hier nichts. Das ist mir halt auch wirklich einfach zu teuer, muss ich sagen. Und ja, aber für das heutige Video soll es erstmal soweit gewesen sein. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft heute. Freut mich auf jeden Fall. Bisschen was abhaken konnten wir. Und sind wieder ein bisschen stärker geworden in der Folge hier auf W50. Ne? Falls es euch gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da lasst für die Folge. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.